Irak. Wir schreiben das Jahr 5000 vor Christus, also gut 7000 Jahre vor unserer heutigen Zeit. Archäologen befreien eine kleine Tonfigur aus dem trockenen Wüstenstaub des südlichen Mesopotamiens. Der Körper wirkt menschlich, doch der Kopf ist es definitiv nicht. Wir sehen schräg nach oben gezogene, mandelförmige Augen und einen langgezogenen, schmalen Schädel. Es ist das Gesicht eines Reptils. Doch diese Figur stellt keinen grimmigen Krieger dar. Es ist kein Jäger und auch kein Dämon. Dieses Wesen hält ein Baby auf den Armen. Es stillt diesen Säugling. Und das ist kein Einzelfund. An verschiedensten Ausgrabungsstätten tauchen Dutzende solcher Statuen auf. Sie alle teilen die exakt selbe Anatomie, sie alle haben Reptilienköpfe und sie alle halten menschliche Babys. Die etablierte Wissenschaft stempelt sie schlicht als rituelle Fruchtbarkeitsobjekte ab. Gut, behalten wir das im Hinterkopf. Tausende Kilometer weiter östlich in China holt man gewaltige Bronzemasken aus der Erde. Sie haben vertikale Pupillen und völlig unmenschliche Proportionen. Dazu gehört eine Mythologie, die zu absolut keiner bekannten historischen Kultur auf diesem Kontinent passen will. Die Antwort der Wissenschaft? Auch hier rituell? Gehen wir noch weiter. Mesoamerika. Hier verehrte man eine gefiederte Schlange, die den Menschen den Kalender, die Schrift und die Landwirtschaft brachte. Indien. Uralte Texte sprechen von Schlangenwesen, die gigantische unterirdische Städte kontrollieren und eigene Armeen befehligen. Wieder zurück nach China. Hier galten Drachen nicht als blutrünstige Bestien, sondern als weise Berater der Kaiser und als die direkten Vorfahren der königlichen Dynastien. 5 Kontinente. Es gab absolut keinen Kontakt zwischen diesen frühen Kulturen. Es gab keine gemeinsamen Handelswege. Dennoch zeichnen sie alle ein und dasselbe Bild. Und nirgendwo ist dieses Wesen ein Monster. Überall tritt es als Lehrmeister auf. Zurück nach Südmesopotamien, zur Ubaid-Kultur, ca. 5000 vor Christus. Das, worüber wir hier sprechen, ist älter als die berühmten Sumerer. Es ist älter als die ersten bekannten Keilschrifttafeln. Es ist älter als alles, was in unseren Schulbüchern als die Wiege der Zivilisation gelehrt wird. Die Ubaid-Periode legte das Fundament für spätere Großmächte wie Uruk und Sumer. Sie bauten erste Bewässerungskanäle, frühe Tempelanlagen und entwickelten ein spezialisiertes Handwerk. Und eben diese Kultur hinterließ Tonfiguren, für die kein Archäologe bis heute eine logische Erklärung hat. An Fundorten wie Tel Alubaid, Eridu oder Ur taucht über Jahrhunderte hinweg immer wieder derselbe Figurentyp auf. Diese Statuen sind aufrechtgehend humanoid und etwa 10 bis 20 cm groß. Ihre Körperproportionen sind erstaunlich menschlich, die Hände haben 5 Finger, die Schultern sind breit. Alles wirkt anatomisch korrekt, bis auf den Kopf. Schmal in die Länge gezogen, mit diesen mandelförmigen Augenschlitzen. Die Nase ist extrem flach oder fehlt völlig, der Mund ist nur ein winziger Spalt. Es ist schlichtweg ein Reptilienkopf auf einem menschlichen Rumpf. Und diese Figuren sind nicht abstrakt oder grob geformt. Sie besitzen eine wiederkehrende, präzise Konsistenz. Wer auch immer diese Statuen schuf, reproduzierte etwas sehr Konkretes. Und jetzt kommt das Detail, das in herkömmlichen Dokus oft herausgeschnitten wird. Das sind keine Götzenbilder, keine Jagdszenen und auch keine klassischen Fruchtbarkeitssymbole mit übertriebenen Brüsten oder Schwangerschaftsbäuchen. Es sind Mütter, Reptilienwesen, die in der Rolle einer stillenden Mutter gezeigt werden. Wäre das Ganze nur ein ritueller Trend gewesen, dann wäre es der einzige Trend der Ubaid-Zeit gewesen, der sich nie verändert hat. Werkzeuge, Architektur, Keramik, alles entwickelte sich weiter. Nur diese Figuren blieben identisch. Und keine andere Kultur in Mesopotamien, weder die Sumerer noch die Akkader oder Babylonier, stellte jemals wieder Reptilien als Mütter dar. Nur die Ubaid. Sie reproduzierten über Generationen hinweg ein Wesen, das sie gekannt haben müssen. Ein anderer Kontinent, eine andere Epoche. China, Provinz Sichuan im Jahr 1986. Ein Bauer pflügt sein Feld nahe der Stadt Guanghan. Plötzlich stößt sein Pflug auf Widerstand. Er gräbt, er findet Jade, dann Bronze. Die Behörden rücken an. Was die Archäologen in den folgenden Monaten aus der Erde holen, stellt die gesamte chinesische Geschichtsschreibung komplett auf den Kopf. Sie finden 2 gewaltige, mehrere Meter tiefe Opfergruben, bis oben hin voll mit Artefakten. Darunter Bronzemasken, die teilweise fast 1 Meter groß sind. Goldmasken.
Ein 3,5 Meter hoher Bronzebaum, komplett mit Vögeln, Früchten und einem Drachen am Stamm. Doch die Gesichter auf diesen hunderten Masken sind nicht menschlich. Zylinderförmige Augen ragen wie Teleskop bis zu 20 Zentimeter aus den Höhlen heraus. Sie haben vertikale Pupillen und grotesk vergrößerte, abstehende Ohren, die an Antennen erinnern. Kein einziges Gesicht ähnelt einem bekannten Menschentyp. Und bei dieser Größe war das kein bloßes Dekor. Es war ein Statement. Man muss das in Relation setzen. Die Geschichte Chinas ist eine der am besten dokumentierten der ganzen Welt. Tausende Jahre an Steuerakten, Chroniken und Beamtenregistern. Und dann ist da Zhangxingdui, eine Kultur mit einer Bronzetechnik, die die mächtige Shang-Dynastie übertraf, und einer Goldverarbeitung, die in ganz Ostasien ihresgleichen suchte. Ihr Symbolsystem entspricht keiner bekannten Tradition in China. Und doch, kein Name, kein Verweis, keine diplomatische Notiz in irgendeiner Chronik. Es ist, als hätte jemand eine komplette Hochkultur aus dem Gedächtnis des Kontinents ausradiert. Ihre Legierungen unterschieden sich von allem, was damals produziert wurde. Und dann plötzliches Ende. Kein Krieg, keine Assimilation. Die Gruben wurden absichtlich gefüllt, die Schätze zerstört und verbrannt. Die Kultur verschwand spurlos, aber nicht, bevor sie uns Porträts von Wesen hinterließ, deren Augen kein Mensch auf Erden besitzt. Doch es gibt noch ein Wesen auf der anderen Seite der Welt. Eines, das keine Maske brauchte. Es hatte einen Namen und seine Geschichte löschte letztendlich ein ganzes Imperium aus. Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange der Azteken. Bei den Maya nannte man ihn Kukulkan, bei den Tolteken Seaacatl-Topiltzin. 3 unterschiedliche Völker, verschiedene Sprachen, verschiedene Zeitalter, aber exakt derselbe Charakter. Er war kein Gott des Krieges oder des Todes. Er war ein Lehrer. Er brachte den Menschen die Mathematik, die Landwirtschaft, die Schrift, den Kalender und die Astronomie. Ein Mischwesen, halb Vogel, halb Reptil, das den Ureinwohnern beibrachte, wie man eine Zivilisation aufbaut. Die alten Überlieferungen sind extrem präzise. Quetzalcoatl kam aus dem Osten über das Meer. Er war hellhäutig und trug einen Bart, etwas völlig Ungewöhnliches für die bartlosen Indigenen. Er verbot Menschenopfer, lehrte den Anbau neuer Maissorten und versprach, eines Tages aus dem Osten zurückzukehren. Dann verschwand er wieder übers Meer. Das Brutalste an dieser Geschichte? Diese Erinnerung war so tief in das kollektive Gedächtnis Mesoamerikas eingebrannt, dass sie 500 Jahre später tödlich endete. Als Hernán Cortés 1519 mit einer Handvoll Schiffen in Mexiko landete, entsprach er genau der Beschreibung. Hellhäutig, bärtig, aus dem Osten kommend. Die Boten des aztekischen Kaisers Montezuma meldeten in Panik. Er ist zurück. Montezuma herrschte über ein Millionenvolk und eine Armee, die Cortés 500 Soldaten in Stunden hätte auslöschen können. Doch der Kaiser zögerte. Er schickte Gold, Gewänder und Geschenke statt Speer. Dieser einzige Moment des Zögerns, geboren aus einem uralten Mythos, kostete das Imperium alles. Innerhalb von 2 Jahren brach das Reich zusammen. Millionen starben durch Krieg und Seuchen, gelähmt durch die Erinnerung an ein Wesen, das vor einem halben Jahrtausend sein Wort gegeben hatte. Ein Mythos, der eine Armee stoppt, ist keine Legende mehr. Es ist ein realer Datenpunkt. Wäre das nur in Mesoamerika passiert, wäre es eine lokale Kuriosität. Doch blicken wir nach Indien, bekommt das Muster eine Dimension, die alles sprengt. Die Naga? Halbe Menschen, halbe Schlangen. Im Hinduismus und Buddhismus sind das keine Dämonen. Sie sind die Hüter unterirdischer Welten, in den Texten Patala genannt. 7 tiefliegende Ebenen voller Paläste, mit der Hauptstadt Bhogavati. Die Texte beschreiben diese Orte präzise. Wände aus Edelsteinen und Gold und Beleuchtung ohne Feuer. Wörtlich heißt es dort, die Juwelen der Nagaschlangen leuchten von selbst und erhellen die Dunkelheit. Wie Sonnen, ohne Fackeln oder Öl, selbstleuchtende Steine im 3. Jahrtausend vor Christus. Das Milliampere-Stunden-Apparata, eines der längsten und ältesten Epen der Menschheitsgeschichte mit über 100.000 Versen, behandelt die Naga wie ein reales Nachbarvolk. Es nennt Herrscher wie Taxak, der den Menschenkönig Parikshit tötete. Oder Vasuki, der als Seil diente, um den kosmischen Ozean zu quillen. Oder Shesha, auf dem die Welt ruht. Das sind Charaktere mit echten Biografien. Es werden Truppenstärken und Waffen beschrieben. Darunter die Nakastra, eine Waffe, die hunderte Giftschlangen auf Feinde regnen lässt. Doch sie konnte durch die Garud Astra, die Adlerwaffe, neutralisiert werden.
Das ist militärische Taktik, Systemdenken, Waffe und Gegenwaffe. Es gab Hochzeiten wie die von Arjuna, einem der Pandava-Brüder, der die Naga-Prinzessin Ulupi heiratete. Sie bekamen einen Sohn. Es gibt Friedensverträge und Tributzahlungen. Man schließt keine Verträge mit Fantasiegeschöpfen ab. Und auch im Buddhismus findet sich das Muster. Der Naga-König Mukhalinda beschützte den meditierenden Buddha vor einem gewaltigen Sturm, indem er sich um ihn wickelte und seine 7 Köpfe wie einen Regenschirm aufspannte. Ob in Java, Thailand, Burma oder Kambodscha, überall dieselbe Rolle. Wissen, Schutz, Wasser. Die Architektur schreit es geradezu heraus. Wer Angkor Wat besucht, sieht gigantische 7-köpfige Nagas, die als tragende Balustraden hunderte Meter lange Brücken formen. Das gesamte hochkomplexe Entwässerungssystem von Angkor Wat spiegelt diese Nagan-Symbolik wider. Die größte religiöse Struktur der Welt wurde buchstäblich auf den Rücken von Schlangenwesen erbaut. Genau wie Pramban und Borobudur auf Java oder Luang Prabang in Laos. Wenn das Zufall wäre, müsste spätestens China das Muster brechen. Aber das passiert nicht. In Europa ist der Drache das personifizierte Böse. Feuer, Zerstörung, Angst. Helden wie Sankt Georg, Siegfried oder Beowulf müssen ihn töten. Das ist der Archetypus des Kampfes gegen die Bestie. In China ist der Drache das exakte Gegenteil. Er steht für Weisheit, das Element Wasser und Legitimität der Herrschaft. Die Kaiser nannten sich stolz Söhne des Drachen. Und auch hier wird es konkret und gesetzlich geregelt. Der Drache mit 5 Klauen war absolut dem Kaiser vorbehalten. 4 Klauen für Prinzen, 3 für Beamte. Ein staatlich geschütztes Hierarchiesystem. Während der Ming-Dynastie, 14. bis 17. Jahrhundert, stand auf das Tragen eines 5-klauigen Drachens durch einen normalen Bürger die Todesstrafe. Keine Geldstrafe, sondern die Hinrichtung. Die kaiserlichen Manufakturen in Nanjing beschäftigten über 20.000 Weber, deren einziger Zweck es war, Drachenstoffe für den Hof zu fertigen. Jeder Stofffetzen wurde dokumentiert. Man baut keine gigantische Bürokratie mit 20.000 Webern um ein Märchen auf. Man köpft keine Menschen wegen einer Metapher. Es war der tief ernste Anspruch auf eine Abstammung vom Drachen. Es gibt ein Land, das diesen Konflikt perfekt auf den Punkt bringt. Japan. Auf halbem Weg zwischen Asien und Europa gelegen, kennen die Japaner den Rü, einen weisen, wasserverbundenen Drachen. Gleichzeitig kennen sie aber auch Yamata no Orochi, eine 8-köpfige Bestie, die Jungfrauen frisst und vom Helden Susanoo erschlagen wird. Japan liegt quasi auf der kulturellen Schnittstelle. Einerseits die Verehrung des Lehrers, andererseits die blanke Angst vor dem Feind. Beide Erinnerungen existieren dort nebeneinander. Bist du bereit für das Detail, an dem die Zufallstheorie endgültig zerschellt? Wir reisen nach Südindien in den Bundesstaat Andhra Pradesh. Dort steht der Tempel von Lepakshi, erbaut im 16. Jahrhundert unter dem Vijayanagara-Reich. Der Tempel besitzt 70 Granitsäulen. Die Decke ist mit atemberaubenden Fresken verziert. In einen der Granitblöcke an der Decke ist ein 7-köpfiger Naga gemeißelt. Das ist keine abstrakte Skizze. Es ist anatomisch so präzise, dass es einem medizinischen Lehrbuch entspringen könnte. Jede einzelne Schuppe ist ausgearbeitet. Die Muskelfasern unter der Haut sind so realistisch angespannt, dass man die Bewegung und Hautfalten des Wesens sofort erkennt. Jeder der 7 Köpfe hat einen eigenen Ausdruck, einen anderen Winkel. Manche ruhig, manche aggressiv. Wer so etwas in Granit meißelt, den härtesten Stein Südindiens, Härtegrad 7, malt nicht aus einem Bilderbuch ab. Der Künstler hatte ein Vorbild, etwas Dreidimensionales, Lebendiges, das er bis ins kleinste Detail studieren konnte. Und direkt neben diesem Meisterwerk befindet sich die berühmte hängende Säule von Lepakshi. Von den 70 Säulen berühren 69 den Boden. Eine schwebt, zwischen Sockel und Boden ist ein Spalt von wenigen Millimetern. Das Gewicht wird durch die Deckenstruktur so unbegreiflich perfekt verteilt, dass britische Ingenieure im 20. Jahrhundert ein Tuch unter der Säule durchziehen konnten. Als einer von ihnen versuchte, die Säule leicht zu verschieben, bewegte sich die gesamte Deckenkonstruktion mit. Es ist ein in sich geschlossenes Ingenieurswunderwerk, das seit 500 Jahren im Gleichgewicht hängt. Hier wird es ungemütlich für unser Weltbild. Ein unlösbares statisches Wunder direkt neben einem hyperrealistischen Porträt eines Wesens, das nicht existieren durfte. Die Erbauer von Lepakshi haben keinen Mythos verewigt. Sie haben etwas reproduziert, das sie mit eigenen Augen gesehen haben. Legen wir alles zusammen auf den Tisch. Tonreptilienmütter im Irak aus dem Jahr 5000 v. Chr., unerklärliche Teleskop-Augenmasken aus dem lückenlos dokumentierten China.
Die mesoamerikanische Schlange, deren bloße Erinnerung ein Reich stürzte. Die Naga in Indien mit Armeen, Stammbäumen und unterirdischen Hightech-Städten. Das gesetzliche Todesstrafensystem der Ming-Dynastie für ein Drachensymbol. 5 Kulturen. Kein Kontakt. Dasselbe Muster, Reptil plus Verstand, Wissen und Macht. Die Wissenschaft schiebt das gerne auf den Zufall. Auf Carl Gustav Jungs kollektives Unbewusstes. Die Menschen hätten einfach eine angeborene Angst vor Schlangen. Doch diese Theorie zerbricht, wenn man genau hinschaut. Angst bringt Monster hervor, wie die Hydra in Griechenland oder die Midgard-Schlange Jörmungandr, die am Ende der Welt alles verschlingt. Das ist der Archetyp der Angst. Doch in keiner der 5 besprochenen Kulturen ist das Wesen ein Monster. In allen 5 Fällen ist es ein Lehrer, ein Wächter, ein Vorfahre, eine Mutter. Das ist kein Archetyp der Angst. Das ist ein Archetyp der Erinnerung. Und Erinnerung erfordert ein reales Ereignis, an das man sich erinnern kann. 5 Kulturen formten dieses Bild. Doch eine von ihnen ging noch einen Schritt weiter. Sie haben nicht nur geformt, gegossen oder gemeißelt. Sie haben geschrieben. Sie hinterließen Namen, Technologien und astronomische Daten in einer Keilschrift auf Tontafeln. Dinge, die sie damals unmöglich hätten wissen dürfen. Daten, die unsere Wissenschaft erst Jahrtausende später bestätigte. In meinem nächsten Video widmen wir uns den Anunnaki. Wir schauen uns an, was wirklich auf diesen sumerischen Tafeln steht, warum diese Texte konkreter sind als jede Mythologie und warum die Mainstream-Wissenschaft so tut, als hätte sie diese Zeilen nie gelesen.